GT3 haben. Und wo lebst du? Ich lebe in der Nähe von Köln, Olpe, sieht man am Kennzeichen. Und ja, welches Auto ich nach dem GT3 haben möchte, ist eine gute Frage, die ich mir selber schon seit Monaten stelle. Es gibt mehrere Autos, die in Frage kommen, aber bisher habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch weiter im GT3 sitzen. Eventuell das Facelift-Modell vom GT3 ist natürlich interessant für mich aufgrund des 4-Liter-Motors. Und ja, aber ihr werdet es natürlich, sobald es soweit ist, sofort zu sehen bekommen. J. Corsi_FD fragt, was war dein erstes Auto? Und welches Auto hat dich mit in die Autoszene so gebracht und dich dafür interessiert? Also mein erstes Auto war ein Peugeot 206. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein ganz kleines, unspektakuläres Auto mit, ich glaube, 60 PS. Das hatte noch nicht mal elektrische Fenster, aber immerhin eine Servolenkung. Ja, das war mein erstes Auto, war aber auch sehr zuverlässig. Also es hat mich immer gut von A nach B gebracht. Ja, und welches Auto mich so in die Autoszene gebracht hat? Gute Frage. Also ich mochte Autos eigentlich schon immer. Und ich glaube, der erste Sportwagen, in dem ich wirklich drin saß, war damals ein Ferrari 430. Also ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, Autos zu lieben, aber so richtig in diese Sportwagen-Szene bin ich erst reingekommen, als ich tatsächlich meinen Führerschein hatte. Und ja, dann habe ich angefangen, auch an Sportwagen-Events teilzunehmen. Damals habe ich noch die Flagge geschwungen am Start von irgendwelchen Rallyes. Ja, und irgendwann habe ich selber teilgenommen. Dann fragt Sophie SCH.007, wie ist dein bisheriger beruflicher Werdegang und was möchtest du in Zukunft erreichen? Also für die, die meine letzten Videos geschaut haben, können sich vielleicht daran erinnern, ich habe die letzten 3 Jahre eine Ausbildung hinter mir zur Automobilkauffrau. Da hatte ich jetzt meine Prüfung letzte Woche Mittwoch. Ich habe zwar noch keine Ergebnisse, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich glaube aber nicht, dass ich diesen Beruf weiter ausüben möchte, denn ich habe tatsächlich gemerkt, dass es doch ziemlich langweilig ist. Und es ist auch egal, ob man bei VW, Ferrari oder Porsche arbeitet. Der Job ist immer der gleiche und man sitzt eigentlich nur in seinem Office und sitzt eher neben den Autos anstatt in den Autos. Ich habe gemerkt, ich sitze lieber in den Autos, von daher konzentriere ich mich ab jetzt tatsächlich mehr auf meine YouTube-Videos. Dieses Jahr stehen ganz, ganz, ganz viele tolle Events an und bis zum Winter werde ich auf jeden Fall ordentlich Content liefern und ja, darauf werde ich mich jetzt die nächste Zeit konzentrieren. Dann fragt TS_Carspotting, was findest du besser, GT3 oder GT3 RS und warum? Ja, ich glaube, ich finde keinen besser. Also ich finde die beide gleich gut. Der GT3 RS spricht mich optisch eigentlich noch mal ein bisschen mehr an durch diesen extrem hohen Flügel und den Nieren an den Seiten. Der sieht noch mal ein bisschen aggressiver aus. Ob es jetzt tatsächlich vom Fahrverhalten her besser ist, keine Ahnung, denn ich bin den GT3 RS noch nicht gefahren. Allerdings wurden vom GT3 tatsächlich weniger produziert wie vom GT3 RS. Deswegen bin ich doch schon ganz froh, dass ich im GT3 sitze. Ja, aber ich mag beide Autos gleich. Dann fragt Bashar.El-Azari, was ist dein Lieblingsland, um dort mit Sportwagen zu fahren? Tatsächlich würde ich sagen, das Land, in dem ich jetzt bin, Italien und die Schweiz. In der Schweiz ist leider das Problem, dass man da wirklich ziemlich harte Geldstrafen oder sogar, ja, dass einem das Auto einkassiert, wenn man zu schnell fährt. Deswegen ist das in der Schweiz ein bisschen komplizierter. Da muss man echt die ganze Zeit mit einem Tempomat fahren. Allerdings liebe ich die Schweizer Pässe und da braucht man gar nicht so schnell fahren, weil
fragt, was ist dein Lieblingsauto, wenn es um klassische Autos geht? Also ich bin ja leider nicht so in dem Gebiet der klassischen Autos unterwegs. Ich kenne mich auch tatsächlich zu wenig damit aus. Aber welches Auto mich schon immer fasziniert hat, ist der alte SL mit den Flügeltüren. Ich finde, das ist mit eines der wunderschönsten Autos, auch bis heute noch. Koenigsegg Regera oder Bugatti Chiron? Koenigsegg, definitiv. Ich glaube, Bugatti ist zwar ja auch schön anzusehen und schön zu fahren, aber erstens, der ist sehr, sehr, sehr durstig. Zweitens glaube ich tatsächlich nicht, dass man Bugatti so großartige Strecken zurücklegen kann. Also ich glaube, es ist nicht so ein alltagstaugliches Auto. Ich glaube, mit Koenigsegg kann man doch noch ein bisschen mehr Spaß auf der Straße haben. Ich bin leider beide noch nicht gefahren, aber ich hoffe, das passiert noch irgendwann in meinem Leben. Wie waren deine Schulnoten? Meine Schulnoten? Ja. Ja, tatsächlich ganz gut die letzte Zeit. Ja. Dann wurde häufiger gefragt, was ist dein Lieblingsauto? Also im Allgemeinen, alle Autos. Selbstverständlich der GT3. Aber ja, also so das Lieblingsauto gibt es bei mir gar nicht. Es gibt so viele schöne Autos, die ich auch so gut finde. Und es kommt immer auf die Situation an, wofür man das Auto haben möchte. Ob es jetzt für die Rennstrecke ist, für irgendwelche Pässe, die man abfahren möchte oder einfach für Autobahn, geradeaus, Vollspeed. Also ein Auto gibt es, das ich auch noch nicht gefahren bin, aber trotzdem seit Jahren mein Lieblingsauto ist. Das ist der SLS Black Series. Ich finde, das ist ein wunderschönes Auto, weil es eben nicht so, also es hat noch diesen klassischen Touch von diesem alten SL mit den Flügeltüren und der Sound, also ein AMG-Sound ist halt immer noch der beste und ist meiner Meinung nach auch nicht zu toppen. Ja, dann gibt es natürlich noch die ganzen Hypercars, ich glaube, die mögen wir alle, 918 Spider, Koenigsegg, Agera RS, Regera RS, keine Ahnung, wie die alle heißen. Pagani Huayra BC, da saß ich auch schon drin als Beifahrer, auch ein ziemlich cooles Auto. Ja, was haben wir noch? Es gibt wirklich sehr viele, also das Lieblingsauto gibt es nicht. Obwohl, by the way, ich habe mich vorher noch nie so für Aston Martin interessiert, weil das war für mich eher so ein Alltagsauto, ein eleganter Alltagssportwagen. Aber seitdem ich jetzt hier gefühlte 1000 Kilometer schon hinterm Tim hergefahren bin in seinem GT8, der Vantage GT8, muss ich auch sagen, das ist auch ein Auto, was ich richtig gut finde. Zu 90% aufgrund des hammergeilen Sounds. Also wer mal hinter diesem Auto hergefahren ist, ich glaube, der verliebt sich sofort in den GT8. David McMahon hat gefragt, also hat einige Fragen gestellt, unter anderem, du bekommst 2 Autos, eins für den Sommer, eins für den Winter. Welche wären das? 2 Autos, ja. Für den Sommer habe ich ja schon einen. Und ich denke, für den Winter ist eigentlich so ein Allrad ganz gut. Ja, vielleicht so ein C63 SQP. Gibt es den als Allrad? Ich weiß das gar nicht. C43. C43 gibt es als Allrad, obwohl ich würde vielleicht doch eher den C63 bevorzugen für den Winter. Ich denke, das ist doch ein ziemlich komfortables Auto, mit dem man aber doch noch ein bisschen Gas geben kann oder ordentlich Gas geben kann, ja. Und für den Sommer den GT3. Die beste Straße, die du je gefahren bist, ist welche? Das war, glaube ich, gestern wie hieß der Pass? Stelvio. Gestern auf dem Stelvio Pass. Der war mega. Ist wirklich nicht einfach zu fahren und hat auch nichts mit Schnellfahren zu tun. Aber dafür ist der GT3 gemacht und das war mit die beste Straße, die ich je gefahren bin. Inklusive bester Ausblick. Beste Rennstrecke, auf die du schon gefahren bist? Ja, bisher bin ich ja nur auf 2 gefahren. Einmal